Guten Morgen zusammen und schon kommt das nächste Video. Und vor allem eins, was ich schon die ganze Zeit machen wollte, aber irgendwie aus gewissen Gründen nicht dazu kam. Heute erzähle ich euch mal alles über die Shinto-Hochzeit. Vielleicht werde ich mich in einigen Sachen eventuell wiederholen, aber ich möchte wirklich alles von Anfang bis Ende genau erklären. Dementsprechend werde ich immer wieder mal so ein paar Fotos einblenden, damit es eventuell ein bisschen leichter ist nachzuvollziehen. So, dann fangen wir mal an. Also am Anfang, ja, was gibt es zu wissen? Außer, dass der Mann seinen Hakama trägt und die Braut sich zwischen einem roten und weißen Kimono entscheiden kann. Das hatte ich auch, glaube ich, in meinem Kimono-Video auch mal erwähnt gehabt. Und es gibt auch, wie ihr seht, zwei verschiedene Kopfbedeckungen. Ich habe mich allerdings für die traditionelle Form entschieden, und zwar für die Watabushi. Das gesamte weiße Kimono-Outfit nennt man übrigens Shiromuku. Alle Infos, die ihr jetzt bekommt, also auch was die Kosten anbelangt, sind jetzt nicht unbedingt in Stein gemeißelt und bei jedem Schrein so. Ich werde euch einfach mal erzählen, wie es bei unserem Schrein der Fall war. Um 13 Uhr sollte die Zeremonie losgehen. Das heißt, ja, ich brauchte ein bisschen Zeit zum Vorbereiten. Ich sollte 2 Stunden vorher mit meiner Mutter zusammen am Schrein erscheinen. Mein Mann war aber Gott sei Dank mitgekommen, im Falle, dass es eventuelle Übersetzungsprobleme gäbe. Aber es lief alles locker. Zuerst musste ich mich bis auf die Unterwäsche ausziehen, beziehungsweise, was heißt Unterwäsche, bis auf die Unterhose. Ich musste mich quasi auch meines BHs entledigen und habe vom Schrein selbst so ein Unterhemd bekommen, was ich angezogen habe. Und eine Strumpfhose. Dann wurde ich als erstes geschminkt. Das hat ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde gedauert. Und dann habe ich die Perücke am Ende aufgesetzt bekommen. Dann ging es zum Kimono. Ich hatte 2 Helferinnen, da der Kimono wirklich mehrere Schichten hat und ich glaube, eine Person alleine hätte es vielleicht nicht geschafft. Das ging aber vom Gefühl her zeitlich relativ schnell. Ich muss sagen, also ich hatte das Gefühl, es war alles wahnsinnig organisiert und es ging alles wirklich so zack, 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 zack. Wirklich absolut perfekt in dem Zeitrahmen, der vorgegeben war. Mein Mann wurde parallel zu mir angezogen. Er war quasi in so einem Nebenraum, ich habe ihn aber immer gehört. Und unsere Mütter dementsprechend auch, weil beide ein Kimono getragen haben während der Zeremonie. So, jetzt kommen wir aber mal zur Zeremonie. Als wir beide fertig waren, mussten wir mit allen Angehörigen erstmal in einem Raum warten, bis es soweit war. Dann wurden wir nach vorne gebeten, zum Eingang des Gebäudes. Drumherum haben sich dann erstmal Fotografen und Kameramänner geschart und ihre Aufnahmen gemacht. Dann sind wir entlang einen roten Teppich, man kam sich wirklich vor wie ein VIP, zum Schreingebäude gelaufen. Das war gar nicht so leicht, denn dieser Kimono war irgendwie, er war wunderschön, keine Frage, aber der Stoff war so glitschig irgendwie, dass der mir ständig aus der Hand geglitten ist. Weil in einer Hand hatte ich halt meine Mutter festgehalten und konnte den anderen Kimono nur quasi so eine Klammerhaltung nur so ein bisschen hochheben. Und das war echt nicht leicht. Der ist mir ständig rausgerutscht und ich glaube, es sah auch nicht sehr ästhetisch aus, wie ich ihn dann gehalten habe. Also ich war wirklich sehr angestrengt, fokussiert, dass ja alles gut läuft. Die Zeremonie im Schrein selbst dauert nur ja eine knappe Stunde. Das ist schon echt irre, wenn man denkt, wie viel das Ganze eigentlich kostet. Aber so viel gehört eigentlich gar nicht dazu. Es gibt auch einige Bräuche, die sind von Schrein zu Schrein unterschiedlich. In den Schrein selbst darf nur die engste Familie rein. Es gibt Schreine, da müssten selbst Freunde oder weitere Angehörige draußen bleiben. Während der Zeremonie sitzt sich das Brautpaar gegenüber. Hinter den beiden natürlich die beiden Familien. Die Zeremonie beginnt mit dem Shubatsu. Der Priester betritt den Raum und segnet erstmal alle. Allen voran das Brautpaar. Dann geht es weiter mit dem Norito. Der Priester kniet sich hin vor der Gottheit und betet. Es geht in diesem Gebet um die Harmonie und die ewige Liebe. Auch natürlich in erster Linie Harmonie auch zwischen den beiden Familien. Nach dem Gebet tanzen die Schreinpriesterinnen. Dann beginnt das erste wichtige Ritual. Das Brautpaar steht auf und bekommt 3 Sake-Schalen gereicht. Diese haben verschiedene Größen. Eine kleine, eine mittlere und eine große. Daraus wird der heilige Sake getrunken. 3-mal trinkt man aus dieser Schale. Und während man trinkt, es ist auch unterschiedlich, aber mir wurde es so beigebracht, 2-mal deutet man an, dass man trinkt und beim letzten Mal nimmt man dann den ganzen Schluck aus der Schale. Das Ritual nennt man übrigens Sansan Kudo. Und als nächstes, oh ja, kommt es zum Chikai no Kotoba. Ja,
das Ding, was ich hier so schön auswendig gelernt habe. Juhu! Das Chikai no Kotoba ist quasi das japanische Ehegelübde. Du hast es sehr oft bei japanischen traditionellen Zeremonien, dass nur der Mann dieses Papier vorliest. Ich allerdings wollte es sehr gerne mit meinem Mann zusammen vorlesen. Daher habe ich es vorher auswendig gelernt. Ich glaube, ich habe mich auch nur einmal kurz ein bisschen verhaspelt, aber ich glaube, den Rest habe ich ganz gut hinbekommen. Dieses Ehegelübde unterscheidet sich nicht großartig anders als das, was wir kennen. Man schwört sich die ewige Treue, wie in guten, wie in schlechten Zeiten. Und ja, eigentlich gibt es da keine so anderen großen Unterschiede. Dann gibt es das Tamagoshi Hairei Ritual. Man bekommt heilige Äste gereicht und zuerst zeigt der Ast in deine Richtung. Dann musst du diesen Ast so im Uhrzeigersinn drehen, dass der Ast quasi zur Gottheit zeigt. Und ja, legst diesen Ast quasi der Gottheit dar. Danach wird gebetet in alter Shinto-Schrein-Manier. So wie es sich gehört, zweimal verbeugen und zweimal klatschen. Und am Ende des Gebetes wird sich nochmal verbeugt und ganz wichtig, das Brautpaar sollte darauf achten, wenn es sich wieder zurück zu den Stühlen dreht, sich immer in die gleiche Richtung zu drehen, also zueinander. Niemals auseinander, da das wohl scheinbar Pech bringen soll. Dann hatten wir noch so ein kleines extra Mini-Ritual. Ich glaube, das ist auch nur beim Kandamyojin so, weil ich es auch nirgendwo anders entdecken konnte. Und zwar kriegt man vom Priester so einen kleinen Stein gereicht und der Mann schreibt rechts seinen Namen auf den Stein und die Frau links davon. Und der Stein bleibt dann im Schrein verwahrt. Es kam mir alles wirklich sehr, sehr schnell und zügig vor. Vielleicht auch, weil ich wahnsinnig konzentriert war, auch alles richtig zu machen. Eigentlich ist es gar nicht so schwer. Es ist vielleicht ein bisschen strikter als eine westliche Hochzeit, aber es war auf jeden Fall eine wunderschöne Erfahrung. Und ich bin echt froh, mich dafür entschieden zu haben. Am Ende der Zeremonie wurde auch noch meine Watabushi abgenommen und vor dem Schrein wurden noch ein paar Fotos gemacht. Jetzt fragt ihr euch sicher, hey, was hat denn das Ganze gekostet? Also wenn wir nur vom Schrein ausgehen, wir hatten quasi so ein Set erstmal gebucht, wo quasi unsere Klamotten inbegriffen waren und 50 Fotos vom Fotografen. Wir mussten natürlich noch einige Sachen extra zahlen, denn ich wollte sehr, sehr gerne alles gefilmt haben und wie gesagt, die Kimonos der Mütter waren natürlich auch noch drin. Man kann das Ganze also quasi aufteilen. Für den fixen Plan, der quasi festgelegt war, haben wir 388.000 Yen bezahlt und für die Sachen, die noch zusätzlich dazu kamen, 461.000. Katsching! Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Natürlich war dann noch das Essen abends dabei, was auch nicht gerade günstig war. Aber ja, beschränken wir uns jetzt einfach mal auf den Schrein. Ihr seht also, so eine Shinto-Hochzeit ist nicht sonderlich günstig. Natürlich, es geht auch noch immer weiter rauf mit den Preisen. Vor allem, wenn ihr in so bekannten Schreien heiraten wollt, wie den Meiji Jingu oder sonst wo. Es gibt da gut einige Ecken, die enorm teurer sind. Aber wie gesagt, ich bin ganz froh darüber, so wie wir es gemacht haben. Auch der Schrein war wunderbar. Die Damen, die mir geholfen haben, waren super süß. Und es kommt wohl auch gar nicht so selten vor, dass Ausländerinnen dort heiraten. Ich habe mich mit einer Dame dort nämlich mal unterhalten und sie meinte, erst eine Woche vor mir hat eine Französin dort geheiratet. Allerdings konnte sie nicht so viel Japanisch, deswegen war die Helferin sehr froh, dass sie ein bisschen mit mir reden konnte. Das war sehr süß. So, ich hoffe, ich konnte euch alles das beantworten, was ihr wissen wolltet und konnte das mit Hilfe von ein paar Fotos ein bisschen, ja, unterstreichen. Falls ihr noch Fragen haben solltet, immer ab in die Kommentare damit und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Juhu, bis dann, man sieht sich. Ciao.